Jetzt hatte ich also gerade das Video vom Samstag fertiggestellt zu Magic Games Firefight, wo ich die neuen Asterions erwähnt hatte, die bald kommen sollen und wo wir auch auf die Starterboxen eingegangen sind. Und kaum war ich mit diesem Video fertig, ist hier auch schon diese News-Info geplatzt, dass die neuen Asterions jetzt vorbestellbar sind. Und deswegen mache ich hier das Video, um euch diese nicht vorzuenthalten. Wie wir hier auch schon sehen, und das finde ich sehr schön, wir bekommen hier eine neue 2-Spieler-Starterbox. Bisher gab es ja nur die beiden, die ich im letzten Video eben gezeigt habe. Ich werde euch das auch unten in der Videobeschreibung verlinken, falls ihr euch das Video ansehen möchtet und wieso ich Warhammer 40k ausgetauscht habe gegen Firefight. Auf alle Fälle kommt hier jetzt eine neue 2-Spieler-Starterbox, passend zu den Asterions und auch zu den Nightstalkern, die ich ja kürzlich schon mal erwähnt hatte in einem anderen Video, die ja hier auch bei Firefight nun verfügbar sind. Und diese beiden Fraktionen sind jetzt in eine 2-Spieler-Starterbox gekommen. Wie wir hier schon sehen, gleicher Inhalt wie bekannt, die beiden Armeen klarerweise, die Figuren, dann unser Command Protocols Regelbuch mit den Tokens auch dabei, Referenzsheet und dann 8-seitige Würfeln, die wir für unsere Treffer- und Rundungswürfe benötigen, sowie die 6-seitigen Command Dice in der Mitte, also gleich aufgebaut wie auch die beiden anderen. Hier sind auch jetzt die neuen Asterions, wie gesagt, dabei, und wenn wir uns die so anschauen, die finde ich ja nach wie vor eben dem alten Design nachempfunden, aber ich würde mal sagen, definitiv schöner und detaillierter als die alten Figuren, und soweit ich gehört habe, soll das auch alles aus Hartplastik sein und nicht mehr so wie bei den alten Figuren Resin. Auch hier diese Einheit wieder mit dabei, kennt man ja auch von den Asterions bereits, beziehungsweise hat man ja auch bei der Dead Zone Box von Asterions dabei gehabt. Ja, also sehr schön mit einer Reihe von Waffen. Auch die Schilde hier sind, glaube ich, neu. Okay, auf alle Fälle, mir fallen jetzt noch nicht so viele Unterschiede auf, weil ich die alten Figuren nicht so genau kenne. Aber ich muss sagen, alles in allem gefällt mir das Ganze schon sehr gut. Und wie gesagt, auch hier die Nightstalker, die ja jetzt in Firefight spielbar sind. Auch diese sind hier mit dabei. Und wie ich es auch schon mal gesagt habe, bin ich mittlerweile der Meinung, dass die ganz gut Platz gefunden haben und passen für Firefight, was ich mir zuerst ja nicht vorstellen konnte, dass der Wechsel oder das zusätzliche Kommen von Kings of War in Firefight hier wirklich funktioniert. Aber das habe ich ja bereits ändern müssen, diese Überlegung. Das sind nämlich, glaube ich, auch alles neue Kunststoffbausätze, soweit mir bekannt ist. Auf alle Fälle sehr, sehr schön. Das ist mal das erste, was wir hier schon von den neuen Asterions sehen. Und ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich bin sehr stark am Überlegen, ob ich mir diese Box nicht vielleicht hole, weil da sind 2 Fraktionen dabei, die mich durchaus interessieren. Die Nightstalker habe ich ja auch schon ein paar Modelle von der 2-Spieler-Starterbox zum Start von der 3. Edition Kings of War. Würde mich also interessieren, da mir die Ästhetik schon sehr gut gefällt und eben die Asterions habe ich ja ohnehin schon überlegt. Das habe ich ja im letzten Video von Samstag gesagt, dass ich da auch überlege, wenn die mal verfügbar werden, mir die zu holen, und jetzt ging es schneller als erwartet. Also würde es sich schon ganz gut anbieten, dass ich mir hier vielleicht diese Box besorge. Aber schauen wir mal weiter, was es sonst noch gibt. Hier natürlich die Strikeforce Box. Auch das wieder ähnlich aufgebaut, wie wir es schon kennen, denke ich mir. Ein Fahrzeug dabei, an die normalen Drohnenmodelle. Auch die haben wir ja hier vorhin gerade in der 2-Spieler-Starterbox auch schon gesehen, die Modelle. Und mir gefallen auch diese Waffen sehr viel besser als bei den alten Figuren. Also ich finde es gar nicht so verkehrt, dass ich hier doch gewartet habe, bis ich mir die Asterions eventuell hole und nicht schon letztes Jahr zugeschlagen habe.
Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher bei diesem Fahrzeug, ob das nicht der alte Bausatz ist. Für die Leute, die Asterions spielen, könnt ihr es uns ja gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht wisst ihr das ja, ob das auch ein neuer Bausatz ist oder eben noch der alte. 20 Marionettes, auch alles Plastik sehe ich hier schon, nur das Cypher Prime ist aus Resin, das dürfte diese Figur, schätze ich mal, sein. Okay, alles andere ist aus Kunststoff. Chroma Transport, oh, das ist okay, das ist ein Transporter, auch interessant. Aber ich glaube, der Aufbau ist sogar der gleiche wie in der alten Strikeforce Box, nur eben mit den neuen Figuren. Finde ich nicht so schlecht, weil ich mir die ohnehin überlegt habe zu kaufen. Und eine weitere Armee, das bietet sich ja dann auch an, vor allem wenn ich mir dann die 2-Spieler-Starterbox kaufen sollte, für dann hier vielleicht auch ein paar kleinere Armeen aufzubauen, so jeweils 1000 Punkte und das Ganze natürlich dann auch mit meiner App zu verbinden, wo ich gerade ja daran arbeite, damit ich meine Spiele auch nicht endlich zum Spielen komme, sondern diese auch tracken kann. Ich werde euch das Video dazu auch hier mal verlinken, wenn euch das Thema interessiert, dass hier eine App entsteht für unsere Tabletop-Community und ihr könnt da auch gerne in der Videobeschreibung schauen, da gibt es einen Link zum Newsletter, denn ich suche auch noch nach Leuten, die dann vielleicht Interesse haben, schon in der Beta-Testphase teilzunehmen, wenn die App mal verfügbar ist, was gar nicht mal mehr so lange dauern könnte, weil wir hier mit der Entwicklung weiter sind aktuell, als das angenommen war. Also auch hier dürfte in nächster Zeit mehr passieren oder mehr zu sehen sein. Also wenn euch das interessiert, auch gerne bitte beim Newsletter anmelden oder für News dazu, was die App betrifft und natürlich auch weiterhin Firefight, natürlich den Kanal gerne abonnieren. Aber dann schauen wir mal weiter, was es sonst noch so alles gibt. Die Matsudan Warriors, die haben wir ja auch gerade gesehen, bereits in der 2-Spieler-Starterbox dabei. Okay, hier gibt es dann die komplette Squad, da dürften dann 9, nicht 10 Modelle dabei sein, auch aus Plastik, okay. Muss ich mir dann mal anschauen. Im Vergleich zu den alten Modellen finde ich jetzt nicht so spannend oder nicht so anders, aber ich gehe mal davon aus, dadurch, dass es Plastikfiguren sind auch die mit neuen Designs versehen worden. Aber wie gesagt, da kenne ich die alten Figuren leider ein bisschen zu wenig. Aber auch schön, dass es hier eine Squad-Box geben wird mit 9 Figuren, falls man sich vielleicht in diese Richtung etwas mehr aufbauen möchte. Dann, was haben wir noch? Hier sehen wir mal die Gussrahmen, also die Plastikgussrahmen, die hier jetzt dann neu sind. Aber ist die typische Gussqualität, sage ich mal, die wir hier jetzt mittlerweile schon von Mantic auch gewohnt sind, von den neuen Bausätzen, die in den letzten 1-2 Jahren erschienen sind. Also ich gehe mal davon aus, wenn wir die dann in den Händen halten werden, dass das Ganze schon sehr, sehr schöne Qualität ist und auch nicht zu detailreich, sodass man auf der einen Seite schöne Figuren hat, diese aber auch einigermaßen schnell bemalt bekommt. Dann hier eben die Asterion Cypher, die wir ja auch gerade vorhin schon gesehen haben. Die dürften auch hier eine Squad-Box bekommen. Ja, auch das mit ebenfalls 9 Figuren. Okay, wieso hier keine 10 Figuren enthalten sind bei diesen Trupps, weiß ich nicht. Vielleicht hat das auch mit der Armeeorganisation, den Asterions zu tun, dass das so gewählt wurde. Aber ich bin schon mal gespannt, was die dann auch auf dem Spielfeld können. Auch hier eben Plastik, also neue Bausätze. Und wie ich schon sagte, die neuen Waffen gefallen mir persönlich auch sehr, sehr gut. Wenn jemand weiß, was das ist, so Granaten oder etwas Ähnliches, dann sagt mir das auch bitte. Ansonsten muss ich einfach mal nachschauen, wenn es dann darum geht, eine Armeeliste aufzubauen. Auf alle Fälle hat man hier anscheinend einiges auch an Auswahl dabei, was die Waffen betrifft, sodass man hier sehr vieles aufbauen kann. Und was mir auch vorkommt, das dürfte der gleiche Bausatz ja wahrscheinlich dann auch sein, wie in der 2-Spieler-Starterbox. Also hat man bereits dort die Möglichkeit, seine Truppen sehr individuell auszustatten, so wie man das möchte. Auch hier sieht man schon den Bausatz dazu. Okay, da kommen wir wieder zum Trupp. Den Kunststoffbausatz, eben wie gesagt,
ist auf alle Fälle ein anderes Design bzw. anders aufgebaut, als das bei den alten Figuren war. Die haben ja wirklich nur wenige Teile gehabt aus Resin und hier alles aus Kunststoff. Da schaut das ein bisschen anders aus. Dürfte ein bisschen spannender werden beim Zusammenbau, aber auch nicht zu kompliziert, so wie es hier ausschaut. Also ich freue mich schon drauf. Dann hier die Black Talents. Auch hier wird es eine Box anscheinend dann geben. Ja, auch ich finde, muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Preise anschaue mit 30 Euro, ich finde das nicht so schlimm. In dem Fall sind es 3 Modelle. Ich frage mich jetzt, wie groß die sind, ob die etwas größer ausfallen. Da muss ich dann mal ins Profil schauen von dieser Einheit, wie groß diese Figuren sind. Weil zuerst hatte ich jetzt gedacht 30 Euro, aber wenn das nur 28 mm Figuren sind da 30 Euro doch nicht mehr ganz so wenig im Vergleich dazu. 25 Euro für die neuen Figuren der Cypher, das klingt schon mal sehr, sehr vielversprechend, aber auf alle Fälle, was ich mich so erinnern kann, auch von den alten Black Talents her, die ja, glaube ich, sehr schwer auch verfügbar waren aktuell oder in letzter Zeit, wenn überhaupt, muss ich auch sagen, dass mir diese Variante hier definitiv auch besser gefällt, als das, was es früher gegeben hat. Glaube ich, die waren auch aus Resin, jetzt aus Kunststoff. Oder sind das keine Kunststoffsachen? Steht nicht dabei, okay. Wissen wir nicht, ob das vielleicht ein Mischbausatz ist oder doch ein Kunststoffbausatz. Wird sich dann aber zeigen, weil werde ich sicher dabei haben. Die Skyrazer gab es ja auch schon mal, auch hier anscheinend neue Bausätze. Die sind auch ein bisschen größere Figuren. Braucht man auch nicht so viele. Ja, muss ich auch sagen, ein sehr schöner Bausatz. Gleicher Style wie früher. Schauen aber definitiv etwas detaillierter und hübscher aus als die alten Figuren, würde ich sagen. So was mir auffällt. Aber wie gesagt, ich habe die Asterians bisher noch nicht. Und hier die Waffenplattformen, die schauen für mich ehrlich gesagt aus wie die alten. Keine Ahnung, ob sich hier irgendwas geändert hat. 2 Resin-Plattforms könnten nach wie vor die alten Bausätze sein. Auf alle Fälle sehr schön und ich wollte das Video jetzt mal machen, weil wie gesagt, ist gerade in die Pre-Order gekommen, als ich das Video vom letzten Samstag fertig gemacht hatte. Da habe ich mir gedacht, ich mache gleich das Video hier weiter und präsentiere euch die neuen Asterians, die ich ja im letzten Video erwähnt habe. Und auch hier das Ganze mit einer neuen 2-Spieler Starterbox, wie wir gesehen haben, die ich mir vielleicht holen werde. Ich werde euch das auch verlinken, den Newsbeitrag. Dann könnt ihr euch das Ganze auch selbst nochmal anschauen. Und vielleicht, wenn ihr euch dafür interessiert, klarerweise auch diese Armee oder diese 2-Spieler Starterbox hier vorbestellen. Ansonsten möchte ich noch sagen, ich habe ja auch schon mal ein Übersichtsvideo zu Firefight gemacht. Das werde ich euch hier jetzt am Ende verlinken. Falls ihr euch für Firefight interessiert und das Spiel vielleicht noch gar nicht so genau kennt, könnt ihr euch hier mal ein paar weitere Informationen holen. Oder ansonsten gibt es auch auf dem Kanal ein Fraktionsvideo, wo aber die neueren Fraktionen, wie hier eben die Nightstalker, noch nicht dabei sind. Da wird es vielleicht mal Zeit, ein neues Update-Video dazu dann zu machen, was die Fraktionen von Firefight betrifft.